Also, mi Friendos, ich bin heute wieder unterwegs. Wir stehen hier wieder irgendwo. Wenn ihr die Aussicht mal seht, die Kamera geht ja noch ein Stück höher. Ich muss nur kurz mein Hemd zumachen. Jetzt habt ihr die Sicht. Und heute, ja, wie soll ich sagen, fahren wir die Strecke, die wir heute fahren, zum ersten Mal. Nicht. Wie bitte? Ihr kennt mich ja und meine Malheurs. Da muss ich, glaube ich, nicht so viel mehr zu sagen. Auch wenn ich ein paar Videos schon, wie gesagt, produziert habe. Ich bin ja immer noch am Anfang mit den Motovlogs und sowas. Die Strecke bin ich gestern gefahren. Zum ersten Mal. Eigentlich auch mit Aufnahme. Aber diesmal war es weder das Mikrofon noch der Mikrofon-Konnektor. Es war die GoPro im GoPro Media Mod. Die war nicht richtig drin. Das war scheiße. Ja. Und dadurch hat dann das Mikrofon auch nicht das Signal an die GoPro geben können. Und ich bin gute, ja, Dreiviertelstunde rumgefahren mit Stummaufnahme. Habe ich alles gelöscht, weil ich so sauer war. Was im Nachhinein vielleicht nicht so klug war, weil man das hätte vielleicht noch verwenden können. Aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass noch Luft an meinem Helm reinkommt, was eigentlich nicht sein sollte. Weil ich die Luftschlitze jetzt immer zumache, sobald ich aufnehme. Oder es fühlt sich einfach nur so an, als wäre was offen. Und wenn, dann ist halt offen. Ja, ist halt so. Da machst du nix. Und die Strecke, eigentlich, gestern bin ich sie zum ersten Mal gefahren. Ich habe gesagt, wir gucken einfach mal, wo wir lang fahren. Aber ich kann so viel verraten. An manchen Stellen ist die Strecke visuell echt geil. Hier ist, ich würde sagen, dann sehen wir uns, sobald ich bei einer schöneren Landschaft bin. Bis gleich. So, jetzt bin ich hier raus aus dem Ort. Hier ist es auf jeden Fall schon mal ein Stück besser von der Landschaft. Oh, hier ist wieder 50. Na, dann fahren wir hier halt 50. Ich bin jetzt, wenn ich das hier aufnehme, glaube ich 15, 16 Videos schon fertig. Plus halt die schon veröffentlicht sind. Aber ich habe gerne diesen Puffer, weil ich mir dann selber nicht so einen Druck machen muss. Von wegen, du musst jetzt fahren, du musst jetzt aufnehmen. Weil durch den Sport auch öfter sehr kaputt. Und so kaputt, dass ich keinen Bock mehr habe, Motorrad zu fahren, dann weil ich etwas müde bin und ein bisschen müde oder nicht mit 100% Konzentration. Motorrad fahren ist halt nicht dabei für mich. Das sehe ich nicht ein. Das ist zu gefährlich, finde ich, wenn man nicht 100% dabei ist. Deswegen fahre ich auch meist an den Rest-Days. Oder ich fahre nach Trainingseinheiten, wo ich nicht so geballert habe. Oder ich sage mir, wenn ich den Tag fahren will, dann baller ich im Training nicht so. Ab und zu. Weil Motorradfahren macht echt sehr, sehr viel Spaß. Besonders jetzt, wie gesagt, wo das Wetter top ist. Und deswegen, weil ich durch den Sport und so ein bisschen, was heißt eingeschränkt, aber ich schränke mich halt selber ein bisschen ein. Sport ist bei mir Top 1 Priorität und dann kommt Motorradfahren. Ich könnte es auch andersrum machen, aber ich will den Sport nicht vernachlässigen, weil das macht mir einfach super viel Spaß. Genau wie das Motorradfahren. Ich würde eigentlich sagen, beides ist Priorität 1 so an Hobbys. Aber das Wichtigere... Oh, hätte ich fast einen Rollerfahrer wieder gegrüßt, weil er aussah wie ein Moped. Das Wichtigere ist einfach der Sport für die Gesundheit, für die Fitness. Obwohl das Motorradfahren vom Spaßfaktor mindestens genauso ist, wenn nicht sogar besser. Auf jeden Fall. Ja, den überholen wir jetzt nicht vor der Kurve. Wobei, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Gut, dass ich den nicht überholt habe in der Kurve. Wie gesagt, der Sport, das ist ein anderer Spaß als das Motorradfahren. Das Motorradfahren ist halt so einfach Entspannung. Und Gym ist einfach Spaß, wo du dich auspowern kannst. Da gibst du halt alles. Und deswegen kann ich nicht sagen, was mir mehr Spaß macht.
Weil ich muss schon sagen, beides macht mir wirklich Spaß. Also es sind Top-Sachen. Nice. Um darauf zurückzukommen, auf den YouTube-Kanal, auf die Videos. Deswegen produziere ich relativ viel vor. Nicht allzu viel, also doch, es ist schon viel. Ich bin 2 Monate im Voraus oder so, aber das kommt natürlich auch dadurch, weil ich maximal 2 Videos die Woche mache. Ich würde mehr hinbekommen, aber da müsste ich, glaube ich, weniger schlafen, weniger Sport machen, weil das kriege ich nicht alles unter einen Hut dann. Deswegen mache ich das mit den Videos so im Voraus. Und weil ich das Wetter nutzen will. Wie auf einmal die Stimmung wechselt, wenn man hier so in was dicht Bewachsenes kommt. Wo viel Wald ist, Bäume, sowas. Da ist es automatisch immer ein bisschen angenehmer. Und hier jetzt aufpassen, rechts. Die haben einfach Skelette als Deko vor der Haustür mit Badeklamotten. Ist einfach ein bisschen makaber, aber auch etwas lustig. Da habe ich auch erzählt, dass ich diese Strecke sogar besser finde als meine Hausstrecke und das hier vielleicht sogar die neue Hausstrecke wird für mich. Von der Entfernung bis zur Hausstrecke hinzufahren ist es relativ ähnlich, aber ist ja auch egal, wie weit das von mir weg ist. Nur in dieser Richtung hier, wo ich bin, bin ich früher auch, wo ich 125er gehabt habe und da sehr viel gefahren bin, nicht gefahren. Da bin ich immer in die andere Richtung, wo meine alte Hausstrecke lang führt. Die Richtung bin ich gefahren früher, sehr, sehr viel. Aber hier habe ich noch nie die Gegend erkundet. Jetzt fahren wir hier mal durch die alten Dörfer. Das filme ich euch einfach nicht. Oder soll ich es euch filmen? Oh, 4. Gang ist zu hoch. Ich filme es einfach und entweder lasse ich es im Video oder der Schnitt Simon hat es rausgeschnitten. Aber ist hier einfach geil. Ich glaube, hier zu wohnen ist einfach geil. Du hast einfach Entspannung. Aber guck doch einfach mal, wie geil das ist, hier zu wohnen. Rechts mega krasser Wald. Er denkt sich auch nur so, warum muss ich für Papa Rasen mähen? Aber für die 15 Euro mache ich das. Für die 15 Euro mache ich das. Ja. Ja, und jetzt nochmal auf das Thema zu meiner alten Hausstrecke im Vergleich zu dieser Strecke. Vom Fahrspaß, ich bin die jetzt einmal gefahren und jetzt heute ist das 2. Mal. Die hat gestern wirklich Spaß gemacht. Das ist einfach Laune hier. Die hier macht richtig Laune. Das ist so eine richtige Strecke, wo man einfach entspannt lang fährt. Hier kann man doch ballern. Ein bisschen zumindest. Die ist halt genau wie die Strecke, die ich mit meinem Vater gefahren bin. Vom Feeling her. Meine andere Hausstrecke, die ist mehr so kurvig. Und hier ist einfach Wald und außerorts. Und hier ist nicht viel los. Hier wird es jetzt richtig geil. Ich würde sagen, ich halte meinen Mund und ich mache hier ein bisschen Musik runter. Und wir sehen uns, wenn ich durch das Waldstück zurück bin. Beziehungsweise wir hören uns dann. Keep your eye on the tape, cause the ones that never give just proceed and they fake, smile but they fake. I know when it's fake, it ain't hard to tell when they only want fame. Thinking like lanes, always with the brains. If I drop the nice guy act, you will be shaking. I can spell it out in the stars for you fake. Still you forget me like you don't know what to say. Crowds get to breaking, 10 times and quaking. Even on a good day, you don't wanna face me. Phones get you scared now. My head down, real tree camera on the plate, still a standout pose. Evaporate to the night, watch me smoke. Cold corpse on ice, catch it froze. This and that, there's the light you chose. When the real light, watch me boat. Evaporate to the night, watch me smoke. Cold corpse on ice, catch it froze. This and that, there's the light you chose. When the real light burns, sir.
das ist zwar ein sehr kurzes Stück, oder ich weiß nicht, wie lang das jetzt war, aber es macht sehr, sehr viel Spaß da durch den Wald. Diese Kurvenwechsel, kurz rechts, links. Du kannst da nicht so schnell fahren. Ich weiß auch nicht, ob da auf 70 oder 100 ist. Aber mit 100 da durch ist schon, also wenn du da mit 100 durchballerst, boah, besonders auch, weil da, wie es rechts und links, glaube ich, zweimal stand, Wildunfall. Ich glaube, da ist häufig Wildwechsel in dem Gebiet. Moin. Und da dann als Motorradfahrer schnell lang zu ballern, ist nicht so klug, glaube ich. Wenn da Wildwechsel ist. Boah, sieht schon geil aus hier. Ich glaube, ich muss hier mal hin und dann zu Fuß. Zu Fuß durch den Wald mit irgendwem. Oder alleine. Ah ne, alleine weiß ich nicht. Alleine Wald ist manchmal ein bisschen unheimlich, finde ich, muss ich sagen. Wenn man zu zweit ist, geht das, aber alleine ist der Wald in manche Wälder unheimlich. Aber die Strecke hier bockt einfach. Wir sind jetzt einmal oben den Berg runter und jetzt fahren wir unten hier lang. Aber wie die Strecke weitergeht, würde ich sagen, sehen wir im nächsten Video. Das wird ein Zweiteiler. Das kommt dann wahrscheinlich am Mittwoch schon raus, wenn ich es nicht verkacke. Und so ein Sonntag. Und denkt immer dran, Jungs und Mädels, ride safe und bis zum nächsten Mal.